Hi, heute baue ich einen Blumentopfhalter. Warum? Weil der einfach unfassbar knuffig ist. Darum. Willkommen bei Toolsinnig. In diesem Video werden ein paar relativ einfache Arbeitsschritte ein bisschen ausführlicher gezeigt. Ich hoffe, dass sich besonders Einsteiger was rausziehen können. Der kleine Nachbau eines copyrightmäßig hochgeschützten Objektes fiel mir vor einiger Zeit schon mal auf. Ich weiß aber nicht mehr, ob auf YouTube oder bei irgendeiner Bildersuche im Netz, geriet dann aber auch wieder in Vergessenheit. Beim Aussortieren meiner Opferholzkiste ist mir dann der kleine Würfel in die Hände gekommen und durch seinen Duft aufgefallen. Ich schätze, das ist Douglasie. Sehr, sehr harzig mit einer intensiven Note. So beim Angucken habe ich mich dann plötzlich an den kleinen Roboter erinnert. Als Opferholz ist der Würfel nicht wirklich zu gebrauchen, weil er viel zu klebrig ist, aber irgendwie auch zu schade für Kienspan. Also haben wir den Körper schon mal und die Proportionen sind damit praktisch definiert. Groß wird der hier nicht. Ich finde das Projekt vom Verhältnis Schwierigkeitsgrad zu Effekt super cool, ganz besonders für Einsteiger oder Gelegenheitsbastler. Daher kommen jetzt auch nur ein paar einfache Werkzeuge zum Einsatz und selbst die ließen sich noch durch einfachere ersetzen. Außerdem habe ich einen Grund, mich meinem Angstgegner zu stellen. Der Stichsäge from Hell. Okay, frisch eingestellt tut sie, was sie soll. Vielleicht werden wir ja doch noch Freunde. Proportionen passen soweit, das wird schon. Nachdem die Form ein bisschen verfeinert wurde, wird sie auf das Reststück übertragen. Runde 2. Toolsinnig vs. Stichsäge. Moment, daraus kann man bestimmt noch was machen. Na, okay, lass mal. Damit ich nicht zu viel von der Ausgangsform wegschleife, helfen mir ein paar Bleistiftstriche zur Orientierung. Den Rest erspare ich euch jetzt aber. Gefällt mir soweit. Macht auch insgesamt wirklich Spaß, das kleine Projektchen. Ich baue sehr, sehr selten irgendetwas Figürliches. Für die Arme hätte mir die dünnere Leiste besser gefallen, aber ich glaube, für die Stabilität ist die stärkere schlauer. An der Form kann man ja immer noch was machen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit der Säge arbeite, auf den Sound. Beide Ärmchen verklemmt, durchgebohrt und dann festgestellt, dass ich meinen 12er-Bohrer nicht in den Akkuschrauber bekomme. Also muss die Bohrmaschine zum Senken der Löcher herhalten. In den Schraubstock spannen wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, aber es ging mit viel Gefühl dann doch ganz gut. Fehlt noch das, das dem kleinen Knuffel letztendlich seinen Charakter verleiht. Alles wieder nach derselben Methode: anzeichnen, ausschneiden, in Form bringen und duplizieren. Der Rundstab wird ein bisschen eingeschnitten und mit dem Träger der Augen verleimt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Lust bekommen habt, den auch zu bauen. Ich kann nur noch mal betonen, wie cool ich dieses Projekt finde, besonders für Einsteiger oder auch, um es mit Kindern oder Jugendlichen zusammenzubauen. Zeit, mal alles zusammenzusetzen. Liken hilft natürlich enorm dabei, dass noch mehr Bastler dieses Projekt finden, und ein Abo zeigt mir, dass ich hier nicht völligen Dunst verzapfe. Dankeschön. Moment, eines fehlt noch. Ich werde jetzt im Hintergrund noch schleifen und finishen und ein, zwei kleine Details ausarbeiten.
Den Rohbau kann man ja gestalten, wie man möchte. Ich habe mich für eine eher schlichte Anmutung entschieden. Der Douglasie-Körper bleibt unbehandelt, der soll ruhig vor sich hin duften. Und wenn den jemand knallbunt anmalen will, warum nicht? Vielen Dank fürs Zusehen, viel Spaß beim Bauen und bis bald. Und verpetzt mich nicht bei Disney, wenn es irgendwie geht. I am never going to financially recover from this.